Wir sind in Peru und spüren einmal mehr, dass dieses Land noch tiefer geht, als wir dachten. Wir tauchen ein in lebendige Tradition, die seit Jahrhunderten weitergegeben wird. Und bevor wir einmal quer durch die peruanischen Anden fahren und die Berge hinter uns lassen, kommt der Moment des Abschieds, der uns direkt ins Herz trifft. Ja, man sieht halt, diese spontanen Glücksgriffe sind manchmal die besten. Kurz darauf entdecken wir wieder eine neue Seite von Peru. Eine Welt, in der Geschichten und Mysterien plötzlich ganz real werden. Man weiß ja, glaube ich, bis heute nicht ganz genau, was es ist. Also es gibt verschiedene Theorien. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben, an diesem wunderschönen Ort. Wir befinden uns in den Bergen des Valle Sagrado, des Heiligen Tals, und eigentlich war das gar nicht so geplant. Eigentlich waren wir nur auf der Durchfahrt, aber es hat uns spontan so gut gefallen hier, dass wir gesagt haben, wir übernachten hier und wir sind super happy drüber. Und auch gerade diesen Ort hier, wo wir sind, macht noch was ganz Besonderes aus. Wir haben hier eigentlich auf dem Parkplatz eines Hostels übernachtet, aber es ist eben ein ganz besonderes Hostel. Es ist nicht einfach nur eine Unterkunft, sondern sie haben hier auch ganz viele Alpakas und Lamas und ihr wisst, unser Herz schlägt einfach für diese Tiere. Und jetzt haben wir gerade gesehen, dass sie hier über die Weide rüberkommen. Mal sehen, vielleicht erwischen wir sie. Die sind so cool! Das sind richtig viele. Also wir waren ja gestern Abend schon hier. Und die kommen sogar ins Restaurant rein. Also das ist wirklich eine Erfahrung, muss ich sagen. Aber das waren nicht so viele wie jetzt hier draußen. Die sind schon richtig viel. Und es gibt auch Junge dazwischen. So süß. Muy bueno. Uy, 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 uy. Die sind so flauschig. Ja. Die sind so flauschig. Hey. Hey. Also der ist richtig frech hier. Ja. Ja, ganz easy. Oh. Oh, spuckst du mich an? Ja, Maisblätter sind wohl nicht so lecker, hä? Aber ich finde es so cool, weil hier sieht man auch richtig gut den Unterschied zwischen Alpaka und Lama. Also der hier, der mich gerade angeschnaubt hat, das ist ein Alpaka. Man sieht es an den kurzen Ohren und so richtig dieses ein bisschen zerknautschte Gesicht und halt so dieses richtig flauschige. Und das hier hinter mir ist ein junges Lama. Es hat ein schmaleres, längeres Gesicht und die Ohren sind auch viel länger. Das ist so, glaube ich, so das beste Merkmal. Ah ja, und die Lamas sind auch viel größer als die Alpakas, aber weil das hier so jung ist, sieht man es nicht so gut. Na, schmeckt's? Was machst du denn für Geräusche? Ja, dass du hierher kommst, das war ja klar, oder? Ja.
Kann es sein, dass es noch einen Unterschied zwischen Lama und Alpaka gibt, nämlich dass Lamas verfressener sind? Ja, voll. Also die Lamas sind eigentlich wie Jessie. Was? Die Alpakas sind eigentlich wie ich. Das stimmt doch gar nicht. Ja. Ich bin nicht so frech, wenn es ums Essen geht. Oh doch. Aber man sieht, dass die Alpakas ein bisschen scheuer sind, nicht? Ja, schon, die sind zurückhaltender. Ja. Wie ich auch. Nur wenn man dich nicht richtig kennt. Ja. Wahnsinn. Diese Wolle. Aber komplett voll von diesen Grasdingern. Ach, das kriegt man gar nicht raus. Also man muss schon sagen, dieses Hostel scheint bekannt dafür zu sein, dass sie hier eben freilaufende Lamas und Alpakas haben, wo ja die Touristen dann halt viel Freude dran haben, so wie wir auch. Aber immerhin, also ich bin positiv überrascht, dass sie entweder Klee oder Maisblätter zu futtern geben und einfach das schon noch so einigermaßen natürlich halten, so gut wie es geht. Und sie können sich auch frei bewegen. Also Absolut. Ja. Also für die Gäste ist hier dieser Bereich vorbehalten und das Gelände, das ist ja eigentlich mehr ein Hof. Und das ist sehr weitläufig, ist auch nicht abgezäunt und die Lamas und Alpakas können sich hier frei bewegen. Mein Herz wird halt schwach, wenn man so nah rankommt und sie so erleben darf. Das ist schon, ja, finde ich schon cool. Auf diesem Hof hier gibt es noch ganz viele weitere Tiere. Highlight ist für uns natürlich Lama und Alpaka, aber auch die Esel und Gänse und all diese Tiere, die sind ja grandios. Ja, man sieht halt, diese spontanen Glücksgriffe sind manchmal die besten. Obwohl von wegen süße Alpakas und Lamas. Das eine Lama hat mich einfach angespuckt. Also, ja. Naja, aber es war trotzdem schön und wir packen jetzt hier zusammen. Wir müssen hier noch aufräumen. Gestern Abend haben wir gar nichts gemacht. Und dann geht es für uns schon wieder weiter. Wir wollen uns noch was anschauen heute. Und ja, ich versuche so wenig an der Sonne zu sein wie möglich heute, denn ich bin heute Morgen aufgestanden, ich hatte komplett gerötete Augen, wahrscheinlich von der Sonne, die knallt halt hier oben schon recht. Von dem her, ja, wenig Sonne, viel Brille und dann wird das schon gut werden. Schon frech, diese Lamas und Alpakas, da weiß man wirklich nie, was einen das nächste Mal erwartet. Viel verlässlicher ist dagegen unser Partner Jackery, dessen Powerstation wir schon seit gut 4 Jahren als festen Bestandteil unseres Stromsetups immer dabei haben. Gerade wenn wir wenig fahren und die Sonnentage kurz sind, sind wir auf den Strom der Powerstation angewiesen. Dann laden wir unsere Handys, die Laptops, die Kamera drüber und wir betreiben auch unser Starlink damit. Und sobald sich die Gelegenheit bietet, holen wir das Solarpanel raus, richten es mit den flexiblen Füßen perfekt zur Sonne aus und tanken ein Maximum an Sonnenenergie. Ob nun während unseres Heimaturlaubs in Europa oder auch hier auf der Panamericana im Sprinter, Jackery ist überall unser verlässlicher Strompartner. Bis zum 30. November gilt die besondere Black Friday Aktion mit großzügigen Rabatten, bei denen ihr bis zu 55% auf euren Einkauf sparen könnt. Und ihr erhaltet noch ein kleines Geschenk dazu. Außerdem gilt bis zum 2. Dezember eine besonders schöne Initiative. Pro 100 € eures Einkaufs pflanzt Jackery in Mombasa eine Mangrove und hilft so der Wiederaufforstung in Kenia. Und man kann auch seinen Baum quasi tracken und die Entwicklung mitverfolgen. Verpasst also nicht die Chance, euch heute noch euer Stromsetup von Jackery zu holen mit bis zu 55% Rabatt und ihr unterstützt dabei ganz nebenbei auch noch eine gute Sache. Scannt dafür am besten unseren QR-Code ein oder klickt auf den Link unten in der Videobeschreibung und ich bin sicher, dass bei den vielen verschiedenen Ausführungen, die es da gibt, auch das Richtige für euch dabei ist. So, wir werden dann langsam soweit. Wir fahren los und ihr seht es schon, Tino und Flavia sind auch dazu gestoßen. Wir haben uns hier wieder getroffen und wir fahren zusammen los. Wir fahren zu den Salineras de Maras, auch ein sehr besonderer Ort. Wir freuen uns schon richtig. Ist mal was anderes, sind mal nicht so Ruinen, aber ist trotzdem sehr spannend. Hier spazieren übrigens weitere Lamas, aber ich glaube, das Lama nehmen wir nicht mit. Der
Eintritt in die Salineras kostet für Ausländer 20 Soles, für Peruaner sind es 15, aber der Unterschied ist jetzt diesmal nicht so groß. Auf jeden Fall sind das etwa 5 Euro umgerechnet. Pro Person. Pro Person, also ist nicht mega wenig, aber ich finde, also manche Dinge hier im Valle Sagrado sind ja noch viel teurer, also ich finde, es geht jetzt eigentlich noch. Ja, und man sieht eigentlich schon die ersten Becken. Das ist Wahnsinn, das ist riesig, das ist, ja, wir sind gleich da, wir zeigen es euch gleich. Auch schon der erste Blick auf die Salzbecken ist beeindruckend, aber das ist ja eigentlich nur ein Bruchteil. Bei den Salineras de Maras gibt es insgesamt 4500 Salzbecken, in denen Salz gewonnen wird, durch die verschiedenen Familien, die hier diese Salzbecken betreiben und bewirtschaften. Das ist eine unglaubliche Anzahl und das Salz wird danach tatsächlich auch für den menschlichen Konsum verwendet. Es fehlt zwar Jod, aber ja, für Fisch und solche Gerichte kann man das sehr gut verwenden. Und wenn es in der Trockensaison, also in der besten Saison geerntet wird, hat es so einen leichten Rosaton. Das ist so das Charakteristikum von dem Salz, das man hier gewinnen kann. Eigentlich schon sehr beeindruckend, dass diese Pools ja vor den Inkas schon gebaut wurden. Also einige Pools sind hunderte von Jahren alt. Dann kamen die Inkas, haben das natürlich vergrößert. Nach den Inkas kamen die Spanier und selbst vor ein paar Jahren wurden hier unten noch weitere Pools eingesetzt. Also ja, dass das so über Jahrhunderte einfach genutzt wird, ist schon sehr beeindruckend. Das Salz, das hier abgebaut wird, kommt ursprünglich aus den Bergen. Es gibt hier einige Zuflüsse an Bächen, die diese Mineralien und Salze runterspülen. Das Wasser wird dann durch Hauptkanäle durch diese Becken geleitet und Nebenkanäle verteilen das Wasser dann gleichmäßig auf die einzelnen Becken. Dann verdunstet das Wasser und zurück bleibt das Salz. Und das wird teilweise in mehreren Schichten gemacht. Also da gibt es mehrere Durchläufe von Wasser auffüllen und verdunsten. Und am Ende gibt es eine 7 bis 10 cm dicke Salzschicht, die dann eben abgeerntet, abgetragen wird und verkauft wird zum Verspeisen. Zwischen den Becken sieht man auch immer wieder verschiedenfarbige Salzhaufen oder Türme, Kegel eigentlich. Diese Farben hängen auch mit den verschiedenen Schichten zusammen, in denen das Salz auch getrocknet wird. Also die unterste Schicht ist meistens relativ verunreinigt und ist eher braun, wird auch eher für Tiere und Landwirtschaft genutzt. Dann gibt es helleres Salz, das ein bisschen rosa ist eben, das wird für den menschlichen Konsum verwendet. Und dann gibt es auch das ganz weiße Salz, das wiederum für Landwirtschaft auch genutzt wird, das eben auch nicht mehr für den menschlichen Konsum ist, das aber am weitesten oben ist. Also das weißeste ist das oberste Salz. Das ist sehr interessant. Man denkt, ja, das trocknet und dann isst man es, aber es ist schon einiges mehr dahinter. Die Salzbecken hier gehören zu den wenigen weltweit, bei denen immer noch auf traditionelle Art Salz gewonnen wird. Und auch dieses Wissen wird traditionell von Generation zu Generation weitergegeben. Es gibt nämlich nur 2 Gemeinden, die Zugang zu diesen Salzbecken haben. Und in diesen 2 Gemeinden sind es etwas mehr als 600 Familien,
die Anrecht auf diese Salzbecken haben. Also die einzelne Becken gehören einzelnen Familien und die kümmern sich dann darum. Und selbst wenn jemand dann sagen würde, hey, ich will das nicht mehr, ich will mich etwas anderem widmen, dann ist festgelegt, dass niemand außerhalb dieser 2 Gemeinden die Salzbecken übernehmen darf. Also die dürfen auch nicht an zum Beispiel jemanden aus Cusco verkauft werden. Das muss dann einfach in diesen Gemeinden geklärt werden, wer das dann übernimmt. Und so wird eben dieses Wissen über Jahrhunderte, über Generationen weitergegeben und so wird versucht, diese Tradition eben auch in Zukunft dann beizubehalten. Wir haben wieder mal richtig viel gelernt hier, war richtig spannend, aber für uns geht es jetzt wieder zurück. Und was machen wir heute noch? Ich glaube, einen gemütlichen Abend auf dem Bauernhof, oder? Ja. Mit Alpakas! Mit Alpakas. Buenos dias. Hier an diesem gemütlichen Platz haben wir heute übernachtet. Ist leider nicht ganz so gemütlich wie der letzte Platz, wo wir waren mit den Alpakas. Aber wir sind gestern auch schon weitergefahren und ja, müssen schauen, dass wir ein bisschen Strecke machen. Von dem her, ja, die Tankstelle war ganz okay. Es war eine ziemlich ruhige Nacht. Und ja, jetzt tanken wir noch kurz, beziehungsweise füllen unsere Kanister um und dann geht es eigentlich auch schon wieder weiter. Ist ein bisschen ironisch, dass wir an einer Tankstelle den Diesel aus unseren Kanistern nehmen. Aber wir haben noch 20 letzte Liter aus Bolivien übrig. Da ist der Diesel ja nicht so gut. Wir wollen den aber trotzdem aufbrauchen. Und dadurch, dass wir jetzt noch über die Hälfte vom Tank voll haben, mischen wir jetzt die 20 bolivianischen Liter mit dem getankten peruanischen Diesel. Dann wird das hoffentlich nicht ganz so schlimm sein. Und wir tun auch noch einen Injektorenreiniger Additiv rein. Das wird dem Motor sicher auch noch mal gut tun. Und dann sind wir auch schon ready, um weiterzufahren, um weitere Kilometer zu machen. Obwohl es ja jetzt eigentlich auch richtig schön war. Also gerade auch mit Flavia und Tino war es schön, sie wiederzusehen. Es ist ja immer wieder schön, dass wir uns da, obwohl wir ein bisschen unterschiedliche Routen haben, verschiedene Sachen angucken, uns doch immer wieder treffen und auch was zusammen machen können. Und wir waren auch am Morgen nach unserem gemeinsamen Abend auch noch bei den Alpakas und den Lamas. Und die sind ja so süß. Es war schön, das auch noch mal so zusammen zu erleben, bevor wir jetzt eben weiterfahren, einmal quer durch die Anden und vermutlich auch weg von Lamas und Alpakas. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das da sein wird. Heute gibt es einen Kaffee to go. Das ist wieder ein Auf und Ab. Also gerade sind wir wieder auf so eine Hochebene gekommen, auf 4200 Meter über Meer. Und wir waren auch schon auf 1800 Metern über Meer. Und man sieht wieder, okay, da vorne geht es wieder ein bisschen runter. Es ist wirklich ein Hoch und Runter. Es ist nicht so, als gäbe es hier Brücken und Tunnels, wo man einfach quer durchsticht, sondern man nimmt jeden Berg mit. Wir machen einen spontanen Zwischenhalt. Auf unserer Route hatten wir ja eigentlich einen ganz bestimmten Stopp eingeplant. Der ist ein bisschen weiter in der Hochebene drin, aber da sind ein paar Brücken eingestürzt und das Gelände ist sehr unwegsam und wir haben jetzt gesagt, nee, bei so einer langen Fahrstrecke, die wir hier vor uns haben, wäre das, glaube ich, zu kompliziert. Aber ganz spontan haben wir jetzt einfach bei der Fahrt gesehen, dass es hier hinten ganz ähnliche Steinformationen gibt. Das Feld ist nicht so groß wahrscheinlich, aber trotzdem, wir finden es
Ah, das ist richtig schön, dass wir das trotzdem so ein bisschen erleben dürfen. Und es sind so ein bisschen so eine Art wie Steinpilz und es erinnert uns total an Kappadokien. So witzig, dass es das hier am anderen Ende der Welt auch gibt. Das können wir jetzt wirklich nicht brauchen. Während der Fahrt auf der Hochebene hatte Jimmy auf einmal einfach keine Leistung mehr. Man konnte aufs Pedal treten und da ist einfach ab 2000 Touren nichts mehr passiert. Als würde der Turbo nicht mehr greifen oder so. Wir hatten das schon mal zwischen Salta und San Pedro de Atacama. Genau. Auch auf 4.8 war das dazu mal. Ja. Aber keine Ahnung, dann haben wir das Fahrzeug abgestellt, wieder angestellt und dann ging es wieder. Jetzt haben wir uns einfach nicht getraut, da in der Pampe irgendwo das Fahrzeug abzustellen, weil wir nicht wussten, was es ist. Ja, vor allem da geht es ja immer wieder auch bergauf und wenn wir keine Leistung haben und den Hügel nicht mehr hochkommen. Ja, darum sind wir jetzt hier an der Tankstelle und schauen, ob wir was machen können. Aber ja, also wir lassen jetzt mal das Fahrzeug abkühlen. Vielleicht hilft das mal und dann schauen wir mal. Und hier sind wir wenigstens in der Zivilisation, genau. Falls was ist. Oh, so ein Kack. Brauchen wir wirklich nicht. Nein. Das ist so seltsam. Wir haben jetzt kurz was gegessen und sind wieder losgefahren und tatsächlich läuft einfach alles wieder. Also wir haben wieder Leistung und irgendwie, als wäre nichts gewesen. Es ist total schräg. Aber also wir beschweren uns nicht. Es ist gut, dass wir fahren können. Nee, überhaupt nicht. Also hier irgendwo in den Bergen hängen zu bleiben, auf das hätte ich überhaupt keinen Bock gehabt. Da gibt es ja nicht viel. Nee. Und naja. Ja, aber langfristig werden wir uns das wahrscheinlich anschauen müssen, weil das war jetzt das zweite Mal, dass wir sowas Seltsames hatten. Und wenn es uns wirklich mal wo passiert, wo was schief gehen kann, das wäre echt ärgerlich. Aber damit befassen wir uns ein andermal. Zum Glück ist es nicht so dringend. Jetzt setzen wir erstmal unsere Reise fort. Hopp, 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 hopp. Schub, 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 schub. Wir haben es geschafft. Wir haben diese Riesenstrecke hinter uns gebracht. Ja. Es wurde zwar schon dunkel bei unserer Ankunft, aber wir sind damit schon fast an der Küste. Aber nur fast. Genau, denn vorher gibt es noch einen Ort, den wir uns ansehen wollen. Mal sehen, ob wir hier Glück haben, denn ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob man von hier wirklich viel sieht. Wir befinden uns hier inmitten der berühmten Nazca-Linien. Hinter mir sieht man schon ein paar Linien, die sind schnurgerade, aber hier in der Nazca- und Palpa-Wüste gibt es auch ganz besondere Zeichnungen in der Landschaft, die alles Mögliche darstellen. Von hier aus, von diesem kleinen natürlichen Lookout aus, sieht man sie leider nicht so gut. Viel besser sieht man sie wirklich aus der Luft, von weit oben, und das heißt auch vom Flugzeug aus. Das kostet allerdings einiges, darum lassen wir es weg, aber man
sieht und hört sie hier, wie sie über diesen Kurven herumkreisen und eben diesen besten Ausblick bieten. Wir waren uns auch nicht ganz sicher, ob wir hierher kommen sollen oder nicht, aber dadurch, dass es auf dem Weg liegt, kann man es ja mitnehmen. Aber es sieht schon sehr kurios aus. Also hier sind Linien, die kilometerlang einfach geradeaus sind. Dazwischen sind irgendwelche Fahrspuren. Ja, ich finde das sehr merkwürdig hier, was hier abgeht, weil man weiß ja, glaube ich, bis heute nicht ganz genau, was es ist. Also es gibt verschiedene Theorien. Kann sich jeder aussuchen, was er will. Die gängigste Theorie ist, dass die Inkas diese Scharbilder geschaffen haben, vermutlich zu zeremoniellen Zwecken. Aber die Frage ist immer noch, wieso und wie und also es gibt ja sogar Theorien, dass die Inkas früher Versionen von Heißluftballons hatten, denn man sieht die Bilder ja vor allem von der Luft aus. Also diese Spinnen, Affen, Hände, Bäume, was auch immer das alles ist. Aber es gibt ja auch Figuren, bei denen wir uns keinen Reim drauf machen können, was sie auch wirklich darstellen können. Eine Figur heißt sogar Astronaut, aber ich weiß nicht, ob es bei den Inkas schon Astronauten gab. Und ja, also es sind wirklich immer noch viele Fragen offen. Es ist ein großes Rätsel. Oder vielleicht waren es auch die Aliens. Man weiß es halt einfach nicht. Könnte ja durchaus sein. Ja. Schreibt doch eure Theorie gerne in die Kommentare rein. Und dann hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat mit uns. Einmal quer durch Peru. Ja, abonniert doch gerne den Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und dann sehen wir uns, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Hasta luego! Auch von 500, 600 Jahren. Oh, spuckst du mich an?